Hallo und willkommen in Berlin-Spandau. Mein Name ist Peter Gold und diesmal befinde ich mich im Ortsteil Kladow. Kladow ist Spandaus südlichster Ortsteil. Zwischen Havel und Großkliniker See gelegen, konnte sich Kladow einen eher ländlichen Charakter erhalten. Wer nach Kladow kommt, vergisst schnell, dass er sich eigentlich noch in einer Großstadt befindet. Auch deshalb war Kladow schon immer ein von Berlinern gern gewähltes Ausflugsziel. Viele Cafés und Restaurants sowie nette kleine Läden bieten dem Besucher Abwechslung. Die erste bekannte urkundliche Erwähnung Kladows stammt aus dem Jahr 1267. Der Name geht aber auf eine vermutlich schon im 9. Jahrhundert entstandene slawische Siedlung zurück. Die Dorfkirche stammt vermutlich aus dem 14. Jahrhundert. Nach einem Großbrand Kladows im Jahr 1808 wurde sie in der jetzigen Form wieder aufgebaut. Etwa 1 Kilometer nördlich von Alt-Kladow liegt das Gut Neu-Kladow. Das Herrenhaus wurde um 1800 auf einem Hügel oberhalb der Havel errichtet. Das weitläufige Gelände bietet wunderbare Ausblicke auf den Boots- und Schiffsverkehr auf der Havel. Heutzutage beherbergt das Haus ein Restaurant und wird für Veranstaltungen genutzt. Auch in den Torhäusern am Neukladower Damm finden regelmäßig Veranstaltungen statt. Wie hier eine vom Kladower Forum organisierte Ausstellung und Fashion-Show senegalesisch-stämmiger Künstler. Wie gesehen ist es Oslo und Offenheit. Südlich des Ortskerns, fast an der Landesgrenze zum brandenburgischen Sacrow, liegt der Landhausgarten Dr. Max Frenkel. Der Namensgeber, der jüdische Bankier Max Frenkel, erwarb das Gelände 1920 und beauftragte den berühmten Stadtgartendirektor Professor Erwin Barth mit der Gestaltung. 1938 durch die Nationalsozialisten enteignet, fiel das Anwesen nach dem Kriege an das Land Berlin. Bis zur Wende war hier die Zollschiffsstation Kladow untergebracht, die den Schiffsverkehr mit der DDR überwachte. Seit 2012 wurde die Gartenanlage nach alten Plänen Erwin Barths saniert und ist heute den Besuchern frei zugänglich. Das Sommercafé ist zwischen April und Oktober an Wochenenden und Feiertagen geöffnet. Doch wir begeben uns zurück zum Ortskern Alt-Kladow. Hinter der Kirche Alt-Kladow führt ein Fußweg hinab zum Hafen. Hier finden sich Liegeplätze für die Sportboote sowie Anleger für die Fähr- und Fahrgastschiffe. Auch das Slippen von Booten ist hier möglich. So herrscht hier bei schönem Wetter oft dichter Andrang. Dass die Havel in satten Grün erstrahlt, ist übrigens nicht St. Patrick, sondern der Grünalge zu verdanken, die aufgrund der Klimaerwärmung immer öfter und länger blüht. Vor dem Hafen liegt die naturbelassene Insel Ihmchen. Das Naturschutzgebiet darf nicht betreten werden und ist Lebensraum für zahlreiche, teilweise seltene Vogelarten wie Kormoranen, Graureihern, Haubentauchern und Eisvögeln.
Selbstverständlich sind diese auch immer wieder an Land anzutreffen, da sie sich hier Futter erhoffen. Und wenn es auch oft friedlich erscheint, so gibt es manchmal Missgunst und Neid. Denn auch hier kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Doch meist herrscht ein friedliches Zusammenleben. Zumal es gerade im Park viele freiwillige oder unfreiwillige Futterspender gibt. Und weil man sich dort sehr gut erholen kann, sollte man seinen Müll hinterher in einen der zahlreich vorhandenen Behälter entsorgen. Entlang der Promenade findet man ein reichhaltiges Angebot an lokalen und anderen gastronomischen Betrieben. So kann man bei schönem Wetter gemütlich draußen sitzen und das Treiben im Hafen beobachten. Auf der Speisekarte dürfte auch jeder etwas Passendes für sich finden. Man kann sich von den Anstrengungen etwas ausruhen. Der Buddybär im Kladower Hafen blickt hinüber nach Wannsee. Und das hat auch seinen Grund. Die Fährlinie F10 verkehrt einmal pro Stunde zwischen Kladow und Wannsee. Die Überfahrt ist mit dem Ticket des öffentlichen Nahverkehrs möglich. Eine kombinierte Bahn-, Bus- und Schiffsreise ist in Berlin also sehr preiswert. Bereits 1892 nahm der damals noch mit Dampfschiffen betriebene Vorläufer dieser Fährverbindung seinen Betrieb auf. Das heutzutage auf dieser Strecke eingesetzte Fahrgastschiff Wannsee wurde 2014 in Spandau gebaut. Mit rund 45 Meter Länge und 8 Meter Breite bietet es Platz für 300 Personen. Und gerade an Wochenenden ist die Fähre auch sehr gut ausgelastet. Dank seitlich ausfahrbarer Rampen ist es barrierefrei zugänglich. Im Innern bietet es viel Stauraum für die hier häufig mitgenommenen Fahrräder. Und auch wir wagen uns auf die fast 20-minütige Überfahrt. Zunächst passieren wir die flussabwärts gelegenen Havelinseln Kelberwerder und Fauninsel. Flussaufwärts sieht man den Grunewaldturm und die Insel Schwanwerde mit ihren prächtigen Villen. Nunmehr fahren wir auf den großen Wannsee ein und passieren das durch ein Lied bekannt gewordene Freibad. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann ist wie raus nach Wannsee. Steuerbordseitig passieren wir Heckeshorn. Und den Flensburger Löwen, einer Kopie des heute wieder in Flensburg stehenden Idstedt-Löwen. Gleich darauf das heute als Gedenk- und Bildungsstätte dienende Haus der Wannsee-Konferenz. In der Ferne ist jetzt schon die Dampferanlegestelle Wannsee zu erkennen. So nähern wir uns unserem Ziel, müssen aber noch einmal drehen, um längsseits anlegen zu können. Die Anlegestelle ist auch Ausgangspunkt vieler Schiffsrundfahrten und wird derzeitig aufwendig saniert. Hier in Wannsee endet unsere Überfahrt. Die Fähre geht zurück nach Kladow, doch ich möchte mich für dieses Mal verabschieden.